Herzlich willkommen zu Alltag Deutsch Podcast. Stellt euch mal vor, dein Smartphone hat nur noch exakt 1% Akku. Oh, das ist immer ein sehr stressiger Moment, ja. Auf jeden Fall. Das Display wird langsam ganz dunkel, Apps öffnen sich einfach nicht mehr. Man tippt und nichts passiert. Genau, und du weißt einfach, in wenigen Sekunden schaltet sich das Gerät komplett aus. Nichts geht mehr. Ja, das ist ein richtig gutes Bild, denn genau so fühlt sich dein Körper an, wenn du richtig krank wirst. Absolut. Und das ist eine Situation, die wir halt alle kennen. Also, hallo auch von meiner Seite. Schön, dass ihr heute wieder alle dabei seid. Ja, hallo zusammen. Heute haben wir übrigens bereits Tag 135 unserer gemeinsamen Lernreise erreicht. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht, oder? Ja, echt. Und unser Thema heute könnte eigentlich nicht lebenswichtiger sein. Es lautet Arztbesuch und Medikamente. Ein super wichtiges Thema für den Alltag. Wenn man in diesem Zustand mit nur 1% Energie durch das deutsche Gesundheitssystem navigieren muss, ohne die Vokabeln zu kennen, dann wird's schnell ungemütlich. Das stimmt. Deshalb machen wir heute diese tiefgehende Analyse. Wir lernen heute 15 wichtige Wörter für den Alltag. Genau. Unser Ziel ist ganz klar, wir begleiten euch heute auf einer Reise durch das System. Wir schauen uns 15 Wörter an, die wirklich jeder kennen sollte, der hier zum Arzt muss. Und bevor wir gleich in die Wartezimmer und Kliniken eintauchen, habe ich noch einen wichtigen Tipp für euch. Hört gut zu und achtet auf Aussprache und Rhythmus der Sprache. Das ist ein sehr guter Ratschlag. Sprecht die Wörter ruhig laut mit. Und noch eine kleine Bitte von uns. Bleibt bis zum Ende dieser Folge, denn dort hört ihr unsere Mini-Story. Oh ja, die Mini-Story. Da bauen wir nämlich alle 15 Wörter in eine kurze Geschichte ein. Genau. Also, lass uns doch direkt starten. Wir beginnen bei Phase 1. Man wird krank. Der Absturz, sozusagen. Du wachst morgens auf und fühlst dich einfach furchtbar. Und das bringt uns direkt zurück zu meinem Smartphone-Beispiel und zu unserem ersten Wort. Das Wort heißt erschöpft. Richtig. Erschöpft, das ist ein Adjektiv. Es beschreibt diesen Moment, in dem man körperlich oder auch geistig völlig am Ende seiner Kräfte ist. Also wenn der metaphorische Akku einfach leer ist. Ganz genau. Auf Englisch würden wir dazu exhausted sagen. Exhausted. Okay, verstehe. Es ist also mehr als nur ein bisschen Mühle, oder? Absolut. Müde bist du abends, wenn du ins Bett willst. Aber wenn du erschöpft bist, dann fällt dir sogar das Aufstehen am Morgen schwer. Ja, das kenne ich. Ein klassischer Beispielssatz für den Alltag wäre dann vielleicht: Nach 3 Tagen mit hohem Fieber fühlte sie sich noch immer völlig erschöpft. Perfekt. Man hat 0 Energie. Und das Verrückte ist ja, diese fehlende Energie, die sieht man den Leuten oft direkt im Gesicht an. Oh ja, das stimmt. Und das bringt uns auch schon zu unserem zweiten Wort für heute. Das Wort heißt blass. Genau, blass. Das ist ein weiteres wichtiges Adjektiv. Wir verwenden es, wenn die Haut, also besonders im Gesicht, deutlich heller oder weißer ist, als sie normalerweise sein sollte. Wenn die Farbe komplett fehlt. Wie sagt man das auf Englisch? Die englische Übersetzung lautet pale. Pale. Okay. Da gibt es übrigens so eine kulturelle Beobachtung im deutschsprachigen Raum. Oh, jetzt bin ich gespannt. Naja, Kollegen oder Freunde sind hier oft sehr, sehr direkt. Wenn man zur Arbeit kommt und nicht gut aussieht, dann dauert es meistens nicht lange, bis jemand sagt: Du siehst heute aber sehr blass aus. Bist du krank? Das stimmt, ja. Diese Direktheit ist wirklich typisch. Aber es ist eigentlich fast immer als echte Fürsorge gemeint. Man macht sich Sorgen. Ja, das stimmt auch wieder. Das Blasssein ist also das optische Symptom. Aber dann gibt es das, was im Inneren passiert. Richtig, und da sind wir schon bei Wort Nummer 3. Das ist ein starkes Verb, nämlich leiden. Leiden. Wenn man richtig krank ist, dann leidet man. Auf Englisch heißt das to suffer. Genau, to suffer. Leiden bedeutet, dass man über einen längeren Zeitraum hinweg Schmerzen oder Beschwerden erträgt. Das kann körperlich sein oder auch seelisch. Und weil wir beim Arzt ja oft beschreiben müssen, wie es uns in den letzten Tagen ging, ist die Vergangenheit hier total wichtig. Sehr guter Punkt. Die Perfektform lautet hat gelitten. Hat gelitten. Also zum Beispiel, er hat gestern die ganze Nacht gelitten. Exakt.
Und hier gibt es einen ganz entscheidenden Mechanismus in der deutschen Sprache. Das Verb leiden funktioniert fast immer als Team mit dem kleinen Wörtchen unter. Unter. Also man leidet unter etwas. Genau. Man leidet unter starken Kopfschmerzen zum Beispiel. Ah, das ist ein interessantes Bild. Man stellt sich quasi vor, die Krankheit ist wie ein schwerer Rucksack. Und man steht unter diesem ganzen Gewicht. Wow, das ist eine wirklich treffende Metapher. So merkt man sich das extrem gut. Also, sie leidet unter Bauchschmerzen. Oder er hat unter dem Fieber gelitten. Okay, also fassen wir mal kurz zusammen. Wir sind erschöpft, wir sind blass und wir leiden unter Schmerzen. Dann wird es höchste Zeit für den Arzt. Auf jeden Fall. Aber wir können ja nicht einfach um Mitternacht dorthin gehen. Wir müssen wissen, wann die Praxis überhaupt geöffnet ist. Richtig. Und da brauchen wir Wort Nummer 4. Das Substantiv lautet die Sprechstunde. Die Sprechstunde. Das ist wieder so ein typisch deutsches langes Wort. Ja, ein klassisches Kompositum. Die Sprechstunde ist der Zeitraum, in dem der Arzt in der Praxis ist und Patienten empfängt. Auf Englisch nennen wir das Office Hours. Office Hours. Okay. Jetzt gibt es da aber einen wichtigen Unterschied in Deutschland. Welchen meinst du genau? Naja, ich sehe oft so Schilder an Arztpraxen. Und da steht drauf, offene Sprechstunde. Was genau bedeutet das? Ah, ja. Das ist eine extrem wichtige Überlebensstrategie für unser Gesundheitssystem. Echt? Erzähl mal. Normalerweise brauchst du in Deutschland für wirklich alles einen Termin. Aber wenn du akut krank bist, kannst du natürlich nicht 3 Wochen auf einen Termin warten. Das stimmt, dann ist man ja vielleicht schon wieder gesund oder es ist noch schlimmer geworden. Genau. Und dafür gibt es eben die offene Sprechstunde. Das bedeutet, du kannst einfach ohne Termin kommen. Oh, das ist praktisch. Aber man muss dann bestimmt sehr viel Zeit mitbringen, oder? Absolut. Das ist der Deal. Du darfst unangemeldet kommen, aber du musst im Wartezimmer sitzen bleiben, bis irgendwo eine kleine Lücke frei wird. Das kann dauern. Verstehe. Wenn ich dann in der Praxis ankomme, also zur Rezeption gehe, brauche ich sofort Wort Nummer 5. Oh ja. Ohne dieses Wort passiert in Deutschland quasi gar nichts. Richtig. Es ist die Versichertenkarte. Die Versichertenkarte. Ein langes Substantiv. Das ist diese kleine Plastikkarte, die ein bisschen aussieht wie eine Bankkarte. Mit diesem goldenen Chip drauf. Genau die. Diese Karte beweist, dass du eine Krankenversicherung hast. Auf Englisch sagt man Health Card. Health Card. Und das ist ja wirklich so das goldene Ticket für die Praxis, ne? Ist das die Karte, die man direkt am Empfang zeigen muss, damit die einen überhaupt im System finden? Ja, ganz genau. Wenn du zum Empfang kommst, ist oft der allererste Satz der Mitarbeiterin: Haben Sie Ihre Versichertenkarte dabei? Und dann wird die in so ein kleines Gerät gesteckt? Richtig. Der Chip wird ausgelesen und erst dann existierst du für diese Praxis offiziell im Computer. Ohne die Karte wirst du eigentlich nur im absoluten Notfall behandelt. Alles klar. Wir haben also unsere Karte gezeigt und lange im Wartezimmer gewartet. Jetzt beginnt Phase 2 unserer Analyse. Wir sind im Behandlungszimmer. Jetzt wird spannend. Der Arzt untersucht uns, er schaut in unseren Hals, er misst den Blutdruck. Und dann schaut er auf seinen Monitor und runzelt die Stirn. Oh, das ist nie ein gutes Zeichen. Nein, gar nicht. Und dann benutzt er vielleicht unser 6. Wort. Er sagt, der Wert ist bedenklich. Wenn ein Arzt dieses Adjektiv benutzt, dann solltest du wirklich gut zuhören. Was heißt das genau? Ich dachte immer, bedenklich heißt einfach nur so ein bisschen schlecht. Nein, das ist deutlich ernster. Bedenklich bedeutet, dass ein medizinischer Zustand wirklich Sorgen bereitet. Es deutet auf eine echte Gefahr hin. Auf Englisch übersetzen wir das mit alarming. Alarming, wow, okay. Das klingt wirklich gefährlicher. Ja, es ist eine Eskalation. Ein schlechter Wert ist einfach nur, nicht optimal. Aber ein bedenklicher Wert erfordert, dass der Arzt sofort handeln muss. Ah, das Wort kommt wahrscheinlich von dem Verb bedenken, oder? Genau. Es zwingt dich dazu, intensiv darüber nachzudenken, weil eben ein Risiko besteht. Ein guter Satz wäre, der Arzt findet den hohen Blutdruck bedenklich. Okay, verstehe. Wenn der Zustand also bedenklich ist, muss etwas passieren. Und oft sagt der Hausarzt dann, da muss mal ein Spezialist drauf schauen. Richtig. Und damit sind wir bei Wort Nummer 7. Ein zentrales Element unserer deutschen Medizinbürokratie. Trommelwirbel, es ist? Die Überweisung. Die Überweisung. Das ist ein Dokument, also ein Substantiv. Es ist im Grunde der offizielle Auftrag deines Hausarztes an einen Facharzt, dass er dich untersuchen soll. Und auf Englisch? Auf Englisch sagen wir Referral. Referral. Aber
Meine ganz praktische Frage, warum brauche ich das überhaupt? Wenn mein Knie wehtut, warum gehe ich dann nicht einfach direkt zum Orthopäden? Das liegt an unserem sogenannten Hausarztprinzip. Der Hausarzt soll der Pilot für deine Gesundheit sein. Der Pilot, das ist ein cooles Bild. Ja, er sammelt alle Informationen. Wenn du einfach so zu 5 verschiedenen Spezialisten gehst, weiß am Ende niemand, was der andere eigentlich macht. Das macht Sinn. Die Überweisung, also dieses offizielle Papier, sorgt dafür, dass der Spezialist nach seiner Untersuchung einen Bericht zurück an deinen Hausarzt schickt. Okay, man sagt also im Alltag, ich brauche eine Überweisung zum Augenarzt. Perfekt. Wenn ich dann beim Arzt bin, egal bei welchem, dann gibt er mir oft bestimmte Anweisungen. Und das ist Wort Nummer 8. Ein weiteres Verb. Verordnen. Verordnen? Das ist ein sehr formelles Wort. Es bedeutet, dass ein Arzt eine medizinische Maßnahme ganz offiziell anweist. Zum Beispiel Medikamente. Genau. Oder auch Krankengymnastik oder Bettruhe. Auf Englisch heißt das to prescribe. Und weil wir beim Arzt ja oft darüber sprechen, was er gestern oder letzte Woche gemacht hat, brauchen wir die Perfektform. Die lautet dann, hat verordnet. Exakt. Hat verordnet. Aber sag mal, hat dieses Wort eine stärkere Bedeutung als einfach nur empfehlen? Ja, absolut. Eine Empfehlung ist einfach nur ein guter Rat. Wenn der Arzt dir aber etwas verordnet, dann ist es eine medizinische Notwendigkeit. Ah, okay. Und es ist auch für die Krankenkasse extrem wichtig. Das, was der Arzt auf einem Rezept verordnet hat, wird nämlich oft von der Kasse bezahlt. Super wichtig. Wenn der Arzt mir also Tabletten verordnet, dann gehe ich danach in die Apotheke. Genau. Da bekomme ich dann so eine kleine Schachtel und wenn ich die zu Hause öffne, fällt mir oft so ein riesiger, kompliziert gefalteter Zettel aus Papier entgegen. Oh ja. Ein echtes Meisterwerk der komplizierten Sprache. Und das ist unser 9. Wort, die Packungsbeilage. Die Packungsbeilage. Ein langes Substantiv. Das ist dieses Informationsblatt, das bei jedem Medikament in der Box liegt. Es erklärt die Anwendung und warnt vor Gefahren. Was ist das auf Englisch? Die englische Übersetzung ist Leaflet. Leaflet. Das ist dieser Zettel mit der extrem kleinen Schrift, ne? Den man wirklich nie wieder richtig zusammenfalten kann, wenn man ihn einmal geöffnet hat. Ja, das ist echt unmöglich. Es gibt in der deutschen Werbung für Medikamente sogar einen gesetzlich vorgeschriebenen Satz dazu, den wirklich jedes Kind kennt. Ah, ich weiß, welchen du meinst. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Genau der. Das ist hier total in der Kultur verankert. Okay, also ich habe meine Medizin, aber ich liege immer noch im Bett und kann natürlich nicht arbeiten gehen. Das ist in Deutschland ja immer so ein heikles Thema. Oh ja, da gibt es klare Regeln. Ich muss meinen Chef sofort informieren und brauche Wort Nummer 10, die Krankmeldung. Die Krankmeldung. Ein weiteres Substantiv. Das ist das offizielle ärztliche Papier, das bestätigt, dass du wegen einer Krankheit arbeitsunfähig bist. Und auf Englisch? Auf Englisch nennen wir das Sick Note. Sick Note. Früher kannte man das in Deutschland immer unter dem Begriff der gelbe Schein, einfach weil das Papier immer gelb war, oder? Richtig, der legendäre gelbe Schein. Aber da hat sich die Welt inzwischen weitergedreht. Heute weise ich im Kurs immer darauf hin, dass das fast ausschließlich digital passiert. Ah, echt? Ja. Es heißt heute offiziell EAU, also elektronische Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Wow, was für ein Wort. Das heißt, der Arbeitgeber wird heute einfach digital informiert? Ganz genau. Du sagst deinem Chef eigentlich nur noch, hallo, ich bin krank, der Arzt hat mich krankgeschrieben und der Arbeitgeber ruft diese Krankmeldung dann selbst digital bei der Krankenkasse ab. Sehr praktisch. Man sagt also, ich muss heute zum Arzt, um eine Krankmeldung für die Arbeit zu holen. Perfekt. Und bevor wir jetzt zu Phase 3 unserer Reise kommen und schauen, was passiert, wenn alles noch viel schlimmer wird. Wenn euch unser Podcast beim Deutschlernen hilft, dann abonniert gern unseren Kanal und gebt uns einen Daumen nach oben. Ja, das wäre super. Vielen Dank dafür. Also lass uns direkt weitermachen. Wir verlassen jetzt die normale Hausarztpraxis. Genau. Manchmal eskaliert so eine Situation ja auch. Und dann brauchen wir Wort Nummer 11. Das Verb lautet einliefern. Einliefern, oh, das klingt sofort nach Sirenen und Blaulicht, finde ich. Es ist auch sehr oft. Das Verb einliefern bedeutet, dass jemand meistens wirklich nach einem Notfall von anderen in ein Krankenhaus gebracht wird. Zur stationären Behandlung. Man geht also nicht selbst, man wird dorthin transportiert. Richtig. Auf Englisch sagt man to admit. Und die Perfektform ist hier super wichtig, weil man meistens hinterher darüber spricht. Die lautet hat eingeliefert. Hat eingeliefert.
Man sagt dann zum Beispiel, nach dem schweren Unfall hat der Krankenwagen ihn sofort in die Klinik eingeliefert. Exakt. Und sobald man im Krankenhaus ist, stellt sich sofort eine fundamentale Frage für die Behandlung. Nämlich, ob man dort bleibt oder wieder nach Hause geht, oder? Genau das. Und das bringt uns zu zwei sehr wichtigen medizinischen Adjektiven, nämlich Wort 12 und Wort 13. Beginnen wir mit 12, stationär. Stationär. Das bedeutet, ich bekomme wirklich ein Zimmer im Krankenhaus. Richtig. Stationär beschreibt eine medizinische Behandlung, bei der du als Patient mindestens eine Nacht, oft aber auch viel länger, im Krankenhaus bleibst. Auf Englisch nennen wir das Inpatient. Inpatient. Okay. Und das Gegenteil davon ist direkt unser 13. Wort. Das lautet ambulant. Ambulant. Das bedeutet, dass du zwar in einer Klinik oder Spezialpraxis versorgt wirst, aber nach der Behandlung gehst du direkt wieder nach Hause. Du schläfst also in deinem eigenen Bett. Ganz genau. Die englische Übersetzung dafür ist Outpatient. Outpatient. Weißt du, um diese beiden Konzepte auseinanderzuhalten, benutze ich in meinem Kopf immer so ein kleines Bild. Oh, lass hören. Also, stationär ist wie ein Aufenthalt in einem Hotel, in dem es zufällig auch Ärzte gibt. Du bekommst ein Bett, du bekommst Essen, du bleibst dort. Ja. Und ambulant ist eher wie ein Besuch in einer Autowerkstatt. Du fährst hin, das Problem wird repariert und ein paar Stunden später fährst du mit dem Auto wieder nach Hause. Das ist eine fantastische Analogie. Wirklich sehr klar. Und tatsächlich versucht die moderne Medizin heute, so viel wie möglich ambulant zu machen. Weil sich die Leute zu Hause besser erholen, ne? Richtig, im eigenen Bett schläft man einfach besser. Ein Satz dazu wäre, die Operation war nur klein, sie konnte zum Glück ambulant durchgeführt werden. Okay. Aber wenn man dann nach so einer ambulanten Operation wieder zu Hause ist, dann ist man ja oft noch ziemlich schwach. Oh ja, da braucht man auf jeden Fall Hilfe. Genau. Jemanden, der kocht oder vielleicht sogar beim Waschen hilft. Und das ist Wort Nummer 14. Das Verb heißt pflegen. Pflegen. Das bedeutet, jemanden intensiv zu betreuen. Man sorgt für seine Sauberkeit und kümmert sich um seine Versorgung, weil er es eben selbst gerade nicht kann. Was ist das auf Englisch? Auf Englisch heißt das to nurse. Und in der Perfektform sagen wir, hat gepflegt. Hat gepflegt. Bei to nurse denke ich aber eigentlich sofort an professionelle Krankenschwestern. Ja, das ist die eine Seite. Im Krankenhaus pflegen die professionellen Pflegerinnen und Pfleger die Patienten. Aber es gibt auch die private Seite, oder? Genau. Wenn dein Partner zum Beispiel krank im Bett liegt, dann machst du ihm Tee und kümmerst dich um ihn. Dann sage ich also, mein Mann war krank, ich habe ihn das ganze Wochenende gepflegt. Perfekt. Genauso benutzt man das im Alltag. Wir haben heute wirklich sehr, sehr viel über Krankheiten, über Überweisungen und Krankenhäuser gesprochen. Aber der beste Arztbesuch ist doch eigentlich der, den man gar nicht erst machen muss. Da stimme ich dir zu 100% zu. Und das ist der perfekte Übergang zu unserem letzten Wort für heute. Nummer 15 lautet vorbeugen. Vorbeugen. Ein wunderschönes und sehr, sehr wichtiges Verb. Es bedeutet, durch kluge Maßnahmen zu verhindern, dass eine Krankheit überhaupt erst entsteht. Man handelt also quasi, bevor das Problem da ist. Richtig. Auf Englisch übersetzen wir das mit to prevent. Und die Perfektform lautet hat vorgebeugt. Hat vorgebeugt. To prevent. Wie sieht das denn ganz konkret im Alltag aus? Das kann alles Mögliche sein. Das fängt beim Händewaschen an, geht über gesunde Ernährung und reicht bis hin zu regelmäßigem Sport. Also Dinge, die man aktiv tut. Genau. Vorbeugen ist hier wirklich ein riesiges Thema. Viele Krankenkassen bieten sogar Bonusprogramme an, wenn man ins Fitnessstudio geht. Oh, wow. Ja, ein klassischer Beispielsatz wäre, mit regelmäßiger Bewegung hat er seinen Rückenschmerzen erfolgreich vorgebeugt. Und das Fazit ist eigentlich immer, Vorbeugen ist immer besser, als später leiden zu müssen. Wer vorbeugt, spart sich eine Menge Ärger. Das ist die perfekte Zusammenfassung für diese Lernreise, finde ich. Absolut. Wir haben jetzt alle 15 Wörter intensiv durchleuchtet. Und jetzt, liebe Zuhörenden, wie am Anfang versprochen, schließt sich der Kreis. Richtig. Lehnt euch entspannt zurück. Wir präsentieren euch jetzt nämlich unsere Mini-Story. Oh ja, ihr werdet eine kleine Geschichte über Herrn Müller hören. In den nächsten etwa 90 bis 120 Sekunden kommen alle 15 Wörter, die wir gerade analysiert haben, direkt in der Handlung vor. Achtet mal genau darauf, wie natürlich sich diese Begriffe jetzt in den Alltag einfügen. Okay, lasst uns zuhören.
Herr Müller wacht an einem kalten Montagmorgen auf und fühlt sich körperlich völlig erschöpft. Als er in den Badezimmerspiegel schaut, erschrickt er, denn sein Gesicht sieht extrem blass aus. Zudem leidet er schon seit der letzten Nacht unter einem starken Schwindelgefühl. Er weiß, dass er dringend Hilfe braucht. Deshalb macht er sich sofort auf den Weg in die offene Sprechstunde seiner Hausarztpraxis. Dort angekommen, fordert die Mitarbeiterin am Empfang ihn auf, zuerst seine Versichertenkarte vorzuzeigen. Kurz darauf sitzt er beim Arzt. Dieser misst den Blutdruck und macht ein EKG. Der Arzt betrachtet den Monitor und findet die Werte ziemlich bedenklich. Einen Moment lang steht sogar die Sorge im Raum, ob Herr Müller mit einem Krankenwagen in die Klinik eingeliefert werden muss. Muss er zur intensiven Überwachung, vielleicht wirklich stationär im Krankenhaus bleiben? Nach einer weiteren Untersuchung gibt der Arzt aber glücklicherweise Entwarnung. Das Problem ist zwar ernst, kann aber zum Glück ambulant direkt in der Praxis behandelt werden. Der Arzt schreibt Herrn Müller eine Überweisung zu einem Kardiologen, damit das Herz nächste Woche von einem Facharzt gecheckt wird. Damit Herr Müller sich ohne Sorgen ausruhen kann, stellt die Praxis zudem eine elektronische Krankenmeldung für seinen Arbeitgeber aus. Und natürlich muss der Arzt ihm für den Blutdruck auch sofort ein neues Medikament verordnen. Und nachdem der Arzt ihm diese Tabletten offiziell hat verordnet, geht Herr Müller direkt in die Apotheke. Wieder zu Hause angekommen, setzt sich Herr Müller auf das Sofa und liest vor der allerersten Einnahme sehr aufmerksam die lange Packungsbeilage durch, um die Gefahren zu kennen. Seine liebe Frau kümmert sich um ihn. Sie muss ihn heute den ganzen Tag mit Tee und Suppe pflegen. Und am Abend sagt er dankbar, dass sie ihn wirklich wunderbar hat gepflegt. Gemeinsam fassen die beiden dann einen wichtigen Entschluss. Sie wollen in Zukunft viel mehr Sport treiben und sich gesünder ernähren, um solchen gefährlichen Situationen aktiv vorzubeugen. Denn wer durch einen gesunden Lebensstil gut hat vorgebeugt, der hat oft viel mehr vom Leben. Und das war unsere kleine Geschichte. Habt ihr alle neuen Wörter entdeckt? Ich hoffe doch. Die englischen Übersetzungen, die perfekten Formen, alles war in einer typischen Alltagssituation verpackt. Genauso lernt man Zusammenhänge am allerbesten. Und jetzt kommt ihr ins Spiel. Wir haben nämlich eine kleine Hausaufgabe für euch. Schreibt eigene Sätze mit den neuen Wörtern in die Kommentare. Wir lesen das immer sehr, sehr gerne. Ja, unbedingt. Und wenn euch diese intensive Art des Lernens gefällt, abonniert den Kanal und gebt einen Daumen nach oben. Morgen sprechen wir über ein wichtiges Thema: Kommunikation und Sprache. Oh, da freue ich mich schon riesig drauf. Denkt immer daran, die richtige Sprache ist der Schlüssel zu jeder Kultur. Vielen Dank fürs Zuhören, viel Erfolg beim Deutschlernen. Bis morgen bei Alltagsdeutsch Podcast. Tschüss und einen schönen Tag noch.